Das ist eine sogenannte Dry Cell. Mit dieser einfachen Technik kann man Wasser in Knallgas, genauer gesagt in Braungas, aufspalten. Die Elektrolyse von Wasser ist eine alte und einfache Erfindung. Sie kann sehr effizient sein und gelingt sogar mit Materialien aus dem Baumarkt. Das Gas aus dem Wasser ist billig herzustellen und natürlich überaus umweltfreundlich. Das Braungas ist brennbar und besitzt dabei mehr Energie als Erdöl oder Erdgas. Das Prinzip ist so genial wie einfach. Man benötigt nur milde Seifenlauge und Strom für die Elektrolyse. Am besten natürlich aus Photovoltaik oder Windkraft. In dem schmalen, nur 1 mm breiten Zwischenraum zwischen den Stahlplatten befindet sich zu 97% reines Wasser. Setzt man die Platten nun unter Strom, so entsteht aus dem Wasser das energiereiche Knallgas. Pro Kammer genügen dazu schon rund 2 Volt bei bis zu 30 Ampere. Peter Saarlocher ist überzeugt, dass man mit diesem Gas auch heizen kann. Und das zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten von Erdöl, Erdgas oder Holz. Und vielleicht kann man mit dieser Technik eines Tages sogar alle fossilen Brennstoffe und Treibstoffe durch das umweltfreundliche Gas aus dem Wasser ersetzen. Wir schaffen den Himmel auf Erden. Darum sind wir da, dass wir ein bisschen was dafür tun. Und wir haben so viel Glück, dass wir da unter freiem Himmel das machen können auch, was auch nicht selbstverständlich ist. Also ich begrüße euch auch alle miteinander. Ist toll, dass wir das machen können heute. Und natürlich, in dem Sinn kann man sagen, ihr seid alle Pioniere, weil das ist etwas, was an und für sich brandneu ist. Obwohl man sagen muss, das gibt es schon seit 100 Jahren. Es ist nicht neu. Und ich habe auch nichts erfunden. Ich habe das einfach im Internet recherchiert. Und das müsst ihr vorstellen, vor 3 Jahren, da war das alles, kam aus Amerika. Also im deutschsprachigen Raum hat sich nichts getan. Und dann habe ich mir mal so ein Ding gebaut. Und wie ihr da seht, das sind nichts anderes als Stahlplatten. Und die Idee ist, ich gebe da Strom drauf. Da ist ein Plus und ein Minus. Und das Problem ist aber von diesen Gebilden, das haben viele Leute auch in den Autos gehabt, ist das, wir haben da drinnen dann vielleicht 1,5 Liter Gas. Und wenn da nur ein Funke, und der kann durch die Schraubverbindung durchkommen und da hineingeht, dann macht es Wumm und dann fliegt einem alles um die Ohren. Also das habe ich nur mitgebracht, um euch zu zeigen, das auf keinen Fall machen. Das ist sehr gefährlich, das. Und es ist auch sehr ineffizient. Es bringt nur ganz wenig Gas. Es bringt nicht viel. Ich habe dann das auf die Seite gestellt, weil ich nicht wollte, dass mir die Teile um die Ohren fliegen. Und habe sehr bald dann ein anderes Konzept gefunden. Und das ist das Konzept von der sogenannten Dry Cell, Trockenzelle. Und das ist aber eigentlich ein irreführender Name, weil sie ist überhaupt nicht trocken. Es ist nur, um zu unterscheiden zwischen dem und dem. Und der Unterschied, der große Unterschied, was wir da haben da Platten, auch nebeneinander, aber jede ist mit einer Dichtung abgetrennt von der anderen. Da sind vielleicht 20 Milliliter Gas da drinnen, da kann nichts passieren, das ist harmlos. Wir achten darauf, dass wir eben nur kleine Gasmengen haben und die auch nicht komprimieren. Also das darf nicht komprimiert werden, weil dann fliegt es auch in die Luft, dann kann es sich auch selbst entzünden. Wasserstoff ist etwas höchst Explosives und vor allem, wenn Wasserstoff und Sauerstoff gemischt ist. Das kennen wir alle aus der Schule. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert an die Versuche, die man da gemacht hat im Unterricht. In ein Glas Wasser 2 Elektroden und da hängt man eine Batterie an und zündet dann oben an und dann knallt es, oder? Ihr seht, es fängt sofort an zu gasen.
Also da drinnen passiert jetzt die Wasserspaltung in den Kammern drin. Das Gas fließt raus und muss durchs Wasser durch. Und jetzt haben wir da oben Gas. Dieses Teil nennt man Bubbler. Da muss das Gas jetzt zuerst einmal durchs Wasser durch, bevor wir irgendetwas anfangen damit. Und was man auch sagen muss, das Gas ist wahnsinnig flüchtig. Also das geht durch alles durch. Ein Stahltank zum Beispiel ist wie ein Sieb für dieses Gas. Das kann man praktisch nicht speichern. Also was wir nicht machen, wir speichern das Gas nicht, also wir komprimieren es nicht und wir speichern es nicht, sondern die Idee ist, herstellen und sofort verwenden. Und zwar auf dem kürzesten möglichsten Weg. Ja, wenn wir das so machen, dann ist die Sache sicher. Jetzt, wenn ich jetzt einschalte, jetzt seht ihr, jetzt kommt das Gas da raus durchs Wasser. Das Gas wandert von da wieder durchs Wasser und kommt da raus. Und wir haben also da eine kleine Menge Gas, da eine kleine Menge Gas und da nur eine kleine Menge Gas. Nirgends ist viel. Aber nur, dass ihr mal versteht, worum es da geht. Eigentlich das Teil erzeugt den Wasserstoff-Sauerstoff-Gemisch. Das ist die Nachfüllvorrichtung und das ist eine Sicherheitsvorrichtung. Und da kommt jetzt das Gas raus. Wenn wir jetzt das Gas anzünden wollen, dann müssen wir etwas haben, dass es nicht sich das ganze Gas sofort entzündet. Und da hat sich was herausgebildet, was ganz Einfaches. Es ist nichts anderes als ein Kupferrohr. Und in dem Kupferrohr ist etwas Stahlwolle. Aber sie muss rostfrei sein. Und wenn das rostet, dann schrumpft es und dann hat sie die Wirkung verloren. Sie muss rostfrei sein. Die Stahlwolle, die hält eine Rückzündung auf. Und das kann ich jetzt gerade demonstrieren. Ihr seht jetzt keine Flamme. Der Witz ist, diese Flamme kann eine Hitze bis 3400, 500 Grad erreichen. So einen Stein jetzt da. Schaut euch mal das. Schaut mal, was jetzt passiert. Es ist keine Sekunde. Ich gehe hin und ich kann nicht mehr hinschauen. Es ist weißglühend. Das schmilzt. Und das würde jetzt, wenn ich lange genug da drauf gehe, würde das anfangen zu tropfen. Aber das wird zu Glas. Das ist so heiß, dass da Glas draus wird. Also Wolfram schmilzt, Titan schmilzt, Eisen, Stahl schmilzt. Fängt in kürzester Zeit an zu tropfen. Willst du es wieder rumzeigen? Man sieht jetzt, wie das Glas ist da vorne. Okay. Pass auf, ist heiß, dass dein Objektiv nicht schmilzt. Jetzt gehe ich mit der Flamme auf einen gewöhnlichen Nagel. Seht ihr, wie es flüssig ist? Runtertropft. Ich weiß nicht, mit was sonst, dass man diese Hitze hinkriegt. Und das Verrückte ist, die Flamme ist an und für sich nicht so heiß, man kann mit der Hand durchgehen, aber das, was dagegen kommt, das bestimmt dann die Temperatur, also sie scheint sich wie anzupassen an das Medium.